that in Ezra 5:14. Das sehen wir in Esra 5,14. And he was given the temple vessels by Cyrus and brought them back in 538 BC. Die Tempelgefäße wurden von Kyros an ihn gegeben und er hat sie zurückgebracht in 518. But he's not mentioned later. Aber er wird später nicht erwähnt. He's not mentioned after 536 BC. Er ist nach 536 nicht nochmal erwähnt. So either he died or he returned to Persia. Also entweder ist er gestorben oder er ist nach Persien zurückgekehrt. And he's not mentioned in the list of returning exiles in Ezra chapter 2. Aber er wird nicht als ein Rückkehrer in Esra 2 erwähnt. And these are led by Zerubbabel. Denn das ist von Zerubbabel angeführt. So Sheshbazzar is named later. Sheshbazzar wird also später nochmal erwähnt. In chapter 5, 14 and 16. In Kapitel 5, 14 und 16. And both Sheshbazzar and Zerubbabel are named as leaders. Da werden sowohl Sheshbazzar als auch Zerubbabel als Leiter erwähnt. In laying the foundation for the second temple. Dass sie die Grundlagen für den zweiten Tempel gelegt haben. So some people think that they may be the same person. Manche Leute denken, dass sie die gleiche Person sind. Some people had two names. You'll notice that Daniel's friends had two names and he had a different name. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass Daniels Freunde oder Daniel auch zwei Namen hatten. Also manche Leute hatten zwei Namen. But Jewish tradition does say that they are distinct people, two different people. Aber die jüdische Tradition sagt, dass es zwei verschiedene Leute sind. What was Daniel's other name? You can look that up in Daniel. Something just clicked in my brain. So, which one is he? Welcher ist Daniel? In here is the same in our Bible. Sheshbazzar in 14 and 16. Well, that's an interpretation, Yeah. saying that they are the same. Ist hier sehr? Yeah, 514 and 516. They're both named. Oh, I And then think. when you see the foundation later, it will say Zerubbabel in Nehemiah. Ah, okay. So some people think that Sheshbazzar is Shenazar, who is in 1 Chronicles 3:18. Manche Leute denken, dass Sheshbazzar Shenazar war, der vorher in Chroniken erwähnt He wurde. was one of King David's descendants. Der war einer der Nachfolger von König David. So he could have been the uncle of Zerubbabel. Er könnte der Onkel von Zerubbabel gewesen sein. And one Esdras, which is in the Apocrypha, Was wir in den Apokryphen nachlesen können, indicates that Sheshbazzar came first and then Zerubbabel later. da können wir annehmen, dass Sheshbazzar zuerst da war und Zerubbabel später kam. And also indicates that the temple vessels were returned to Sheshbazzar and Zerubbabel. Und es gibt auch an, dass die Tempelgefäße an den Sheshbazzar und Zerubbabel übergeben wurden. So both are mentioned together. Also werden beide zusammen erwähnt. So Sheshbazzar is commissioned by Cyrus, but it seems that Zerubbabel comes and works. Sheshbazzar wird also von Kyros entsandt, aber es scheint, als würde Zerubbabel dann auf die Anweisung hinarbeiten. And you have Zerubbabel in here, don't you? Habt ihr nicht auch Zerubbabel da drin? So Sheshbazzar is commissioned. Sheshbazzar wird gesandt.
clear? Ist das klar? So Zerubbabel is described as the governor in Haggai, Zerubbabel wird als Statthalter in Haggai beschrieben and he was the grandson of Jehoiachin, und er war der Enkel von Jehoiachin who was the last Davidic king. und er war der letzte von Davids Königen. So there's this dual leadership with Zerubbabel, Und da gibt es diese Leiterschaft von Zerubbabel, who's the political leader, der ist ein politischer Leiter. and then you have Jeshua, who's the priest. Und dann habt ihr Jeschua, der ist der Priester. And when you read Zechariah, when are you reading Zechariah? Dann lest ihr Zachariah, This afternoon, okay. You'll see those two leaders as two olive trees, dann werdet ihr diese beiden Leiter als zwei Olivenbäume sehen. and they are empowered by God's Spirit. Und die werden von Gottes Geist vollmächtigt. So again, you have the priest and the king. Also habt ihr den Priester und den König. And you see the fulfillment in Jesus in the temple as the priest and king. Und ihr seht die Erfüllung durch Jesus als Priester und König. Do you know what I mean by Urim and Thummim? Wisst ihr, was ich mit Urim und Thummim meine? Yeah. Die waren die Dinge zum Loswerfen. Yeah, they're mentioned, so just so that you know, you did have them in the Pentateuch. Die Ja, werden casting erwähnt laws. in den 5 Büchern Mose, lose Werfen. Yeah. So you have a Derek, which was introduced, as I mentioned, by Darius. Ihr habt Darius, der von Darius eingeführt wurde. And the gifts for the temple, which are mentioned in chapter 2, verse 69. Und die Gaben für den Tempel, die in Kapitel 2, 69 erwähnt werden. How do you pronounce Jeshua? Because it sounds like Yeshua, but Yeshua is Jesus. Yeah, Joshua's Jesus as well. I mean, it's a different name. It means Jesus, right? Yeah, Yeah. Is that Joshua? it's probably similar. Yeah, Yes. it's like an E instead of an O. Yeah, in How would you Hebrew pronounce they it? didn't have vowels, Yeah, so it was just the right. consonants in a sense. How do you think you pronounce that versus Joshua or Jesus? Yeshua. Yeshua. Okay. I'm not a Hebrew Just scholar. Yeshua, Also in Hebräischen gibt es die Vokale nicht, deshalb wissen wir nicht sicher, That one might wie das know. ausgesprochen Well, wird. we just discovered that it's basically all the same name. Also es wird It wahrscheinlich der might be gleiche a Name slight sein. variation, but it's basically the same name. So Yeah. if you, we only call it Jesus, right? But Yoshua, Yeshua, Or I think Jehoshua, that's actually Jesus' name in Aramaic language. I think Jehoshua. Interesting. And that's not Joshua? Jehoshua isn't Joshua? it all means Yahweh saves. Yeah, right? that seems. I thought they had slightly different meanings. Like they all meant pretty much exactly the same, but they all had different like little words that they used. Feel free to research that. Yeah. Yeah, something for you to look into. So this is the earliest biblical reference to coinage. Also das ist das älteste, wo man nachgucken kann im Jüdischen. And it became a medium of exchange in around the 6th century BC. Und es wurde ein Mittel im 6. Jahrhundert vor Christus. So the Persians learned about coinage from King Croesus of Sardis, Die Perser haben über Münzen von dem König Chrysos gelernt. Ja, Chrysos von Sardis. and they adopted this method, Und sie haben diese Methode übernommen. which is why some of the returning exiles paid in coins. Und das ist, warum auch ein paar der Rückkehrer in
Münzen gezahlt haben. So you've got this first return from exile in 539 BC, Ihr habt also die erste Rückkehr aus dem Exil in 539 vor Christus and it's under Zerubbabel. und es ist unter Jerubabel. And this first group journeyed home and settled in their towns. Die erste Gruppe von Juden ist nach Hause gekommen, hat sich in ihren Städten niedergelassen. And they came with Jeshua and Zerubbabel. Sie kamen geführt unter Jeschua und Zerubabel And they began to rebuild the temple, starting with the altar und sie haben den Tempel wieder aufgebaut und haben mit dem Altar angefangen and the temple foundations. und mit den Tempelgrundlagen. And they celebrate the Feast of Tabernacles. Sie haben das Fest der Stiftshütte gefeiert. So what's the Feast of Tabernacles? Was ist das Stiftshüttenfest? Laubhütten. Es sollte daran erinnern, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Should remind them that they came out of Egypt. Yeah. And they lived in booths in the wilderness. Hütten gelebt haben in der Wildnis. And remember the goodness of God who brought them out of exile. Und dass sie die Güte Gottes sich daran erinnern, der sie herausgeführt hat aus dem Exil. So why do you think that's mentioned? Warum denkt ihr, dass das erwähnt wird? I think it's like the saying that come once the God lead them out of Egypt and then back from exile. It's like the same situation. Und es ist halt eine ähnliche Situation, dass sie einmal aus Ägypten rausgeholt wurden von Gott und einmal aus dem Exil. Yeah, it's wonderful. And they can remember God's goodness. Und dass sie an Gottes Güte denken können. But the building work is stopped due to the opposition. Aber der Wiederaufbau wird wegen einer Opposition gestoppt. So you have these locals who are discouraging the Jewish people. Also habt ihr die örtlichen Leute, Beamten, die die Juden entmutigen. And they're doing whatever they can to stop building work. Und sie tun alles, damit sie verhindern können, dass weitergebaut wird. And they want to make them afraid, and they try and bribe the councillors as well. Sie möchten sie einschüchtern und auch und den Ratgebern sie bestechen. And we see this in Ezra 4, verse 4 to 5. Das sehen wir in Esra 4, 4 bis 5. Does someone want to read that? Möchte das jemand lesen? Then the local residents tried to discourage and frighten the people of Judah to keep them from their word. They bribed agents to work against them and to frustrate their plans. This went on during the entire reign of King Cyrus of Persia and lasted until King Darius of Persia took the throne. Deutsch? 4, 4 bis 6. 4 bis 5. Als ihre Dienerinnen und Nee, Esra 4, 4 bis 5. Somebody else? Dies geschah, dass die Bewohner des Landes alles taten, damit die Hände des Volkes von Juda schwach wurden, um sie so vom Bauen abzuhalten. Während der ganzen Regierungszeit von Kyros, dem König von Persien, bis zur Herrschaft von Darius, dem König von Persien, bestatten die Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu verteidigen. So this goes on from the time of Cyrus to the reign of Darius. Also das beginnt von der Herrschaft von Kyros bis zur Herrschaft Darius. And Darius started his reign in 521 BC. Und Darius' Herrschaft hat angefangen in 521 vor Christus. So who do you think the opposition is? Wer denkt ihr, sind die Oppositionisten? Sorry? Satan. Who are the opposition? Satan. Well, no. Say, No. It's like the cop out Jesus there are answer. people- Jesus
sag ich Jetzt entschuldige du also. Why is there a couch? Are you just noticing They're special. Waren das Sanballat und Topia? Sanballat und Tobia. Yeah, and who do you think they are? Wer denkst du, waren die? Weil das in Nehemiah 6, Vers 1 steht. Steht in Nehemiah 6,1. Wer die waren? Like the Jews, they were probably Samaritans. Die waren wahrscheinlich Samariter. So they're not liked by the Jews, and but they've also adopted the Jewish culture. Sie werden von den Juden nicht gemocht, aber sie haben die jüdische Kultur übernommen. So do you remember that you read that they're saying that we worship your God? Wisst ihr noch, dass wir gelesen haben, dass sie ihren Gott anbeten? But they're not wanted. Aber sie sind nicht gewollt. They're not really Jewish. Sie sind nicht wirklich jüdisch. So they're racially impure. Also sind sie unrein. And they probably worshipped other gods as well as Yahweh. Und die haben wahrscheinlich andere Götter neben Jahwe angebetet. And they also probably had wrong motives. Und sie hatten wahrscheinlich auch falsche Motive. And they didn't have a desire to worship Yahweh, but to actually gain influence. Und sie hatten keine Sehnsucht, Jahwe anzubeten, sondern eben andere Götter auch. And so there's this rift between the Jews and the Samaritans. Und da ist diese Spaltung zwischen den Juden und den Samaritern. And do you remember I mentioned that this grew into the New Testament as well? Und könnt ihr euch erinnern, dass ich gesagt habe, dass sie bis ins Neue Testament, dass wir davon den lesen können. And so the locals are harassed, and the community is harassed, and work is stopped for about 16 years. Also die Leute vor Ort haben sich gegen die Juden aufgelehnt und gehindert, dass sie weiterbauen können am Tempel, und das war für 16 Jahre. And so nothing actually happens during this time. Also konnte nichts passieren in diesen 16 Jahren. So that might be a good place to stop, Das könnte ein guter Ort sein, um aufzuhören. because I think you want lunch. Ich denke, ihr möchtet zum Mittagessen gehen. Thank you a lot. It's chocolate. Perfect. Thank you.